Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts auf Deutsch. Ich bin Thomas. Und ich bin Petra. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ein kurzer Rückblick. Der Sommer 2003 war damals historisch. Über 70 Tage mit mehr als 30 Grad in Deutschland. Zehntausende Menschen starben in Europa an der Hitze. Man sprach von einem Jahrhundertsommer. Einer, der einmal in 100 Jahren vorkommt. Heute ist ein solcher Sommer keine Ausnahme mehr. Er ist fast zur Normalität geworden. Deutschland erlebt immer häufiger, immer längere und immer intensivere Hitzewellen. Was früher außergewöhnlich war, wird zur neuen Realität. Heute sprechen wir darüber, was passiert in Deutschland klimatisch? Warum wird es immer heißer? Was sind die Folgen? Und was tut Deutschland dagegen? Plus 20 wichtige Vokabeln auf C1-Niveau. Los geht's. Thomas, hast du persönlich das Gefühl, dass die Sommer heißer werden? Absolut. Ich bin in Norddeutschland aufgewachsen. Als Kind hatten wir vielleicht zwei wirklich heiße Sommertage pro Jahr. Heute gibt es ganze Wochen mit über 30 Grad. Das ist keine Einbildung. Das sind messbare Fakten. Der Deutsche Wetterdienst bestätigt das. Die 10 wärmsten Jahre in Deutschland seit Beginn der Aufzeichnungen liegen alle im 21. Jahrhundert. Die Durchschnittstemperatur in Deutschland ist seit der Industrialisierung um etwa 2 Grad Celsius gestiegen. Das klingt wenig, hat aber enorme Konsequenzen. 2 Grad Celsius. Das ist der Unterschied zwischen einem stabilen und einem instabilen Klimasystem. Es verändert Niederschlagsmuster, Vegetationsperioden, Wasserverfügbarkeit und die Häufigkeit von Extremwetterereignissen. Die Hitzewelle 2019 brachte in Deutschland einen neuen Temperaturrekord. 41,2 Grad Celsius in Lingen in Niedersachsen. Noch wenige Jahrzehnte zuvor wären solche Temperaturen in Deutschland undenkbar gewesen. Und es geht nicht nur um Hitze. Dürren nehmen zu. Der Rhein führte 2018 und 2022 so wenig Wasser, dass Schiffe kaum noch fahren konnten. Ein enormes wirtschaftliches Problem für Deutschland als Binnenhandelsnation. Der Grundwasserspiegel sinkt. Wälder sterben. Nicht nur durch sauren Regen wie in den 80ern, sondern durch Trockenheit und Borkenkäfer. Gleichzeitig nehmen Extremniederschläge zu. Die Flutkatastrophe im Ahrtal im Juli 2021 hat Deutschland erschüttert. Über 130 Menschen starben, ganze Ortschaften wurden zerstört. Klimatologen hatten solche Ereignisse vorhergesagt. Die Realität traf Deutschland dennoch unvorbereitet. Das ist das Paradoxe am Klimawandel. Mehr Hitze bedeutet gleichzeitig mehr extreme Niederschläge, weil wärmere Luft mehr Wasserdampf aufnehmen kann und dann intensiver entlädt. Ist Deutschland besonders stark vom Klimawandel betroffen? Im globalen Vergleich nein. Länder wie Bangladesch, Pakistan oder die Sahelzone sind existenziell bedroht. Aber für ein mitteleuropäisches Land mit gemäßigtem Klima sind die Veränderungen außergewöhnlich schnell und deutlich. Deutschland erwärmt sich schneller als der globale Durchschnitt. Während global seit der Industrialisierung etwa 1,2 Grad gestiegen sind, sind es in Deutschland rund 2 Grad. Das liegt an der geografischen Lage. Als Binnenland ohne ozeanischen Puffer erwärmt sich Deutschland stärker als Küstenregionen. Es gibt auch eine regionale Dimension. Süddeutschland, Bayern, Baden-Württemberg erwärmt sich schneller als Norddeutschland. Städte wie Freiburg oder Heidelberg erleben mediterrane Verhältnisse, die noch vor 20 Jahren undenkbar waren. Das Phänomen städtische Wärmeinsel verstärkt das. Städte sind deutlich wärmer als ihr Umland. Asphalt, Beton und Gebäude speichern Wärme, während Grünflächen Abkühlung fehlen. Berlin, Hamburg und München haben messbar höhere Temperaturen als umliegende ländliche Gebiete. Und dann gibt es das Problem der mangelnden Vorbereitung. Deutschland hat keine Klimaanlagenkultur. Nur etwa 3% der deutschen Haushalte haben eine Klimaanlage. In Spanien oder Frankreich sind es 40-60%. Das war historisch nicht nötig. Jetzt wird es zum Problem. Besonders gefährdet sind ältere Menschen. Über 70-Jährige sterben bei Hitzewellen häufiger, weil ihr Körper Wärme schlechter regulieren kann. Die Hitzetoten in Deutschland werden mit dem Klimawandel zunehmen. Deutschland gilt als Vorreiter in der Klimapolitik. Aber ist das wirklich so? Teils. Deutschland hat den Kohleausstieg beschlossen.
Ursprünglich für 2038, nach der Energiekrise infolge des Ukraine-Krieges, wurde die Debatte komplizierter. Der Anteil erneuerbarer Energien am Strommix ist deutlich gestiegen, über 50% in manchen Jahren. Gleichzeitig ist Deutschland in anderen Bereichen langsamer als erwartet. Die Verkehrswende stockt. Der Anteil von Elektroautos bleibt hinter den Zielen. Das Gebäudeenergiegesetz, volkstümlich bekannt als Heizungsgesetz, löste 2023 eine der heftigsten politischen Debatten der letzten Jahre aus. Das zeigt das zentrale Dilemma. Alle sind für Klimaschutz, aber wenn es konkret wird, wenn es den eigenen Alltag, das eigene Geld, die eigene Heizung betrifft, wird der Widerstand groß. Die Städte arbeiten an Anpassungsmaßnahmen. Mehr Grünflächen, Entsiegelung von Böden, kühlende Brunnen und Wasserspiele in Innenstädten, Begrünung von Fassaden und Dächern. Berlin, Frankfurt und München haben Hitzeaktionspläne entwickelt. Auf nationaler Ebene gibt es den Deutschen Klimaplan und das Klimaschutzgesetz, das jährliche Minderungsziele für verschiedene Sektoren festlegt. Werden diese Ziele verfehlt, müssen die zuständigen Ministerien nachsteuern. Das ist eine wichtige Neuerung. Die Frage ist, reicht das? Die Wissenschaft sagt, nein, nicht im globalen Maßstab. Deutschland allein kann den Klimawandel nicht stoppen. Es kann nur vorangehen und andere Länder inspirieren. Ausdruck 1. Die Hitzewelle. Bedeutung: eine anhaltende Periode ungewöhnlich hoher Temperaturen über mehrere Tage oder Wochen. Beispiel 1. Die Hitzewelle 2003 kostete in Europa Zehntausende Menschenleben. Ein Weckruf für den Klimaschutz. Beispiel 2. Hitzewellen werden durch den Klimawandel häufiger, länger und intensiver. Ausdruck 2. Der Klimawandel. Bedeutung: die langfristige Veränderung globaler Klimamuster, hauptsächlich durch menschliche Treibhausgasemissionen. Beispiel 1. Der Klimawandel ist die größte Herausforderung des 21. Jahrhunderts. Beispiel 2. Deutschland erwärmt sich durch den Klimawandel schneller als der globale Durchschnitt. Ausdruck 3. Die Erderwärmung. Bedeutung: der Anstieg der durchschnittlichen Temperatur der Erdoberfläche durch den Treibhauseffekt. Beispiel 1. Seit der Industrialisierung hat die Erderwärmung in Deutschland rund 2 Grad Celsius betragen. Beispiel 2. Jedes Zehntelgrad Erderwärmung hat messbare Auswirkungen auf Extremwetterereignisse. Ausdruck 4. Das Extremwetter. Bedeutung: ungewöhnliche, seltene oder besonders intensive Wetterereignisse wie Hitzewellen, Starkregen oder Stürme. Beispiel 1. Extremwetterereignisse nehmen in Deutschland und weltweit durch den Klimawandel deutlich zu. Beispiel 2. Die Flutkatastrophe im Ahrtal 2021 war ein Extremwetterereignis, das viele überraschte. Ausdruck 5. Die Trockenheit. Bedeutung: ein anhaltender Mangel an Niederschlag, der Böden, Pflanzen und Wasservorräte belastet. Beispiel 1. Die Trockenheit der Sommer 2018 und 2019 hat deutsche Wälder und Landwirtschaft stark geschädigt. Beispiel 2. Anhaltende Trockenheit senkt den Grundwasserspiegel und bedroht die Trinkwasserversorgung. Ausdruck 6. Der Treibhauseffekt. Bedeutung: ein natürlicher Prozess, bei dem Treibhausgase Wärme in der Atmosphäre zurückhalten. Beispiel 1. Der natürliche Treibhauseffekt ist lebenswichtig. Der verstärkte durch CO2 ist das Problem. Beispiel 2. Ohne Treibhauseffekt wäre die Erde um 30 Grad kälter als heute. Ausdruck 7. Die erneuerbaren Energien. Bedeutung: Energiequellen, die sich natürlich erneuern und kein CO2 erzeugen, wie Sonne, Wind und Wasser. Beispiel 1. Deutschland hat seinen Anteil erneuerbarer Energien in den letzten Jahren stark ausgebaut. Beispiel 2. Erneuerbare Energien sind der Schlüssel zur Energiewende und zum Klimaschutz. Ausdruck 8. Die Energiewende. Bedeutung: der geplante Übergang von fossilen Energieträgern zu erneuerbaren Energiequellen. Beispiel 1. Die deutsche Energiewende ist eines der ambitioniertesten Klimaschutzprojekte der Welt. Beispiel 2.
Die Energiewende erfordert enorme Investitionen in Infrastruktur, Netze und Speichertechnologien. Ausdruck 9. Der Kohleausstieg. Bedeutung: die schrittweise Abschaffung der Stromerzeugung aus Kohle zugunsten emissionsärmerer Alternativen. Beispiel 1. Deutschland hat den Kohleausstieg beschlossen, ursprünglich bis 2038, jetzt unter Diskussion. Beispiel 2. Der Kohleausstieg ist wirtschaftlich und sozial komplex, besonders für Regionen wie die Lausitz. Ausdruck 10. Die Klimakatastrophe. Bedeutung: ein mögliches zukünftiges Szenario massiver, nicht mehr kontrollierbarer Klimaveränderungen. Beispiel 1. Wissenschaftler warnen: ohne schnelles Handeln droht eine Klimakatastrophe globalen Ausmaßes. Beispiel 2. Den Begriff Klimakatastrophe zu hören, löst bei vielen Menschen Klimaangst aus. Ausdruck 11. Das Treibhausgas. Bedeutung: ein Gas wie CO2 oder Methan, das den Treibhauseffekt verstärkt und zur Erderwärmung beiträgt. Beispiel 1. Deutschland hat seine Treibhausgasemissionen in den letzten Jahren deutlich reduziert. Beispiel 2. CO2 ist das bekannteste Treibhausgas, aber Methan wirkt über kurze Zeit sogar stärker. Ausdruck 12. Die Klimaangst. Bedeutung: eine psychologische Belastung durch Sorgen und Ängste über den Klimawandel und seine Folgen. Beispiel 1. Klimaangst, auch Eco-Anxiety genannt, ist besonders unter jungen Menschen verbreitet. Beispiel 2. Klimaangst ist keine Schwäche, sondern eine nachvollziehbare Reaktion auf eine reale Bedrohung. Ausdruck 13. Die Anpassungsmaßnahme. Bedeutung: eine Maßnahme, die hilft, sich an die bereits unvermeidlichen Folgen des Klimawandels anzupassen. Beispiel 1. Städte entwickeln Anpassungsmaßnahmen wie Grünflächen, Trinkwasserbrunnen und Hitzeschutzpläne. Beispiel 2. Anpassungsmaßnahmen ergänzen den Klimaschutz. Sie können ihn nicht ersetzen. Ausdruck 14. Die städtische Wärmeinsel. Bedeutung: ein Phänomen, bei dem Städte durch Bebauung und versiegelte Böden deutlich wärmer sind als ihr Umland. Beispiel 1. Das Phänomen der städtischen Wärmeinsel macht Hitze in Berlin oder München besonders unerträglich. Beispiel 2. Mehr Grünflächen und weniger versiegelte Böden können die städtische Wärmeinsel abschwächen. Ausdruck 15. Die Überschwemmung. Bedeutung: das Übertreten von Gewässern über ihre Ufer, das Gebiete unter Wasser setzt. Beispiel 1. Die Überschwemmungen im Ahrtal 2021 waren eine der schlimmsten Naturkatastrophen in der deutschen Nachkriegsgeschichte. Beispiel 2. Häufigere Überschwemmungen sind eine direkte Folge des Klimawandels. Ausdruck 16. Der Klimaschutz. Bedeutung: Maßnahmen und Strategien zur Reduzierung von Treibhausgasemissionen und Verlangsamung des Klimawandels. Beispiel 1. Klimaschutz ist in Deutschland gesellschaftlicher Konsens. Über die Maßnahmen streitet man. Beispiel 2. Effektiver Klimaschutz erfordert internationale Zusammenarbeit, nicht nur nationale Maßnahmen. Ausdruck 17. Die Dürre. Bedeutung: eine anhaltende Periode extrem geringen Niederschlags mit schwerwiegenden Folgen für Natur und Landwirtschaft. Beispiel 1. Die Dürren der letzten Jahre haben die deutsche Landwirtschaft Milliarden Euro gekostet. Beispiel 2. Dürren werden durch den Klimawandel häufiger, mit Folgen für Ernährungssicherheit und Wasserversorgung. Ausdruck 18. Das Klimaschutzgesetz. Bedeutung: ein Gesetz, das verbindliche Ziele zur Reduktion von Treibhausgasen für verschiedene Sektoren festlegt. Beispiel 1. Das deutsche Klimaschutzgesetz legt jährliche Minderungsziele für Energie, Verkehr und Gebäude fest. Beispiel 2. Das Klimaschutzgesetz verpflichtet Ministerien, bei Zielverfehlung nachzusteuern. Ausdruck 19. Die Flutkatastrophe. Bedeutung: eine verheerende Überschwemmung, die massive Schäden an Menschenleben und Infrastruktur verursacht. Beispiel 1.
Die Flutkatastrophe im Ahrtal 2021 kostete über 130 Menschen das Leben. Beispiel 2. Die Flutkatastrophe war ein Weckruf. Klimawandelfolgen sind in Deutschland bereits Realität. Ausdruck 20. Nachhaltig. Bedeutung auf lange Sicht angelegt, natürliche Ressourcen schonend und zukunftsverantwortlich handelnd. Beispiel 1. Nachhaltige Wirtschaft und Lebensweise sind die Grundlage für Klimaschutz. Beispiel 2. Nachhaltig zu handeln bedeutet, die Bedürfnisse heutiger Generationen zu erfüllen, ohne zukünftige zu belasten. Im zweiten Teil: Wie erlebt man eine Hitzewelle in Deutschland praktisch? Was kann jeder Einzelne tun? Und gibt es auch Hoffnung? Was passiert konkret, wenn eine Hitzewelle über Deutschland kommt? Die meisten deutschen Häuser sind nicht auf Hitze ausgelegt. Sie sind gut isoliert gegen Kälte. Aber das ist im Sommer ein Problem. Wärme kommt rein und bleibt drin. Nachts kühlen die Häuser kaum ab. Viele Menschen schlafen schlecht, sind gereizt, weniger leistungsfähig. In Städten ist es noch schlimmer. Asphalt und Beton speichern die Hitze des Tages und geben sie nachts ab. Die sogenannte Tropennacht. Wenn die Temperatur auch nachts nicht unter 18 Grad fällt. Das erschöpft den Körper. Schulen schließen früher. Bauarbeiten werden eingestellt. In Deutschland gilt ab 27 Grad im Schatten ein Hitzeschutz für Außenarbeiter. Krankenhäuser rüsten sich auf mehr Hitzepatienten. Freibäder sind überfüllt. Und dann gibt es die riesige Gruppe der Verletzlichen. Ältere Menschen, Kleinkinder, Menschen mit Herzerkrankungen oder Diabetes. Für sie kann Hitze lebensbedrohlich sein. In der Hitzewelle 2023 starben in Deutschland Schätzungen zufolge mehrere tausend Menschen hitzebedingt. Was können einzelne Menschen tun gegen die Hitze und für das Klima? Thomas. Gegen die Hitze. Jalousien und Rollläden tagsüber geschlossen halten. Nachts lüften, wenn es draußen kühler ist als drinnen. Helle Kleidung tragen. Viel Wasser trinken. Mittagssonne meiden. Das sind einfache, wirksame Maßnahmen. Für das Klima. Weniger Fleisch essen. Tierhaltung ist ein massiver Treibhausgasemittent. Weniger fliegen. Öffentlichen Nahverkehr und Fahrrad nutzen. Energie sparen. Grüne Parteien und Klimapolitiker wählen. Und sprechen über das Thema mit Familie, Freunden, Kollegen. Es gibt eine psychologische Falle namens Solutionism. Man glaubt, das Problem sei so groß, dass individuelle Handlungen sinnlos sind. Das stimmt nicht. Wenn Millionen Menschen ähnlich handeln, summiert sich das. Aber, und das ist ehrlich gesagt wichtig, individuelle Handlungen allein reichen nicht. Systemischer Wandel durch Politik, Wirtschaft und internationale Vereinbarungen ist unabdingbar. Der Einzelne kann und soll handeln, aber er trägt nicht die alleinige Verantwortung. Zum Abschluss die wichtigste Frage: Gibt es Hoffnung? Ja. Der Ausbau erneuerbarer Energien weltweit ist schneller als je erwartet. Die Kosten für Solar- und Windenergie sind in 10 Jahren um über 90% gesunken. Elektroautos werden billiger. Technologien zur CO2-Abscheidung entwickeln sich. Die junge Generation, Fridays for Future, Klimabewegungen weltweit, hat das Thema auf die politische Agenda gesetzt und gehalten. Das ist ein echter Erfolg. Gleichzeitig, die nächsten 10 Jahre sind entscheidend. Wissenschaftler sind sich einig, was in diesem Jahrzehnt entschieden wird, bestimmt das Klima der nächsten Jahrhunderte. Die Fenster der Möglichkeiten schließen sich, aber sie sind noch offen. Hoffnung ist keine Illusion. Hoffnung ist die Entscheidung, weiterzumachen, auch wenn es schwer ist. Auch wenn das Problem riesig ist. Auch wenn man manchmal verzweifelt. Hoffnung ohne Handeln ist leer. Handeln ohne Hoffnung ist unmöglich. Und mit diesem Gedanken, etwas schwer, etwas hoffnungsvoll, lassen wir heute unsere Folge enden. Das war unsere Folge über den Klimawandel in Deutschland. Hitzewellen, Dürren, Fluten und die Zukunft. Wir haben 20 Ausdrücke auf C1-Niveau gelernt, von Hitzewelle und Klimawandel über Treibhauseffekt und Energiewende bis hin zu Klimaangst und Flutkatastrophe. Nutzt sie aktiv. Und jetzt seid ihr dran. Wie erlebt ihr den Klimawandel bei euch? Wird es bei euch auch heißer? Und was macht ihr persönlich dagegen? Schreibt es in die Kommentare. Wir lesen alles. Abonniert den Kanal für neue Folgen jeden 2. Tag.
Bis zur nächsten Folge. Tschüss und bleibt cool. Tschüss.